Ja, herzlich willkommen zu diesem ersten Video. Ich habe gedacht, ich mache mal in Zeiten von Corona und Co., wo alle zu Hause sitzen und viel Zeit haben, um YouTube zu schauen, ein kleines Filmchen über unser Projekt hier auf der Baustelle. Ähm, Mein Name ist Marc, ich wohne hier in Ratzeburg, im wunderschönen Ratzeburg. Und wir haben hier vor ein, 2 Jahren ein Haus gekauft, ein sehr altes Haus, wie man vielleicht schon mal sehen kann, was viel Arbeit und viel Liebe braucht. Ich glaube, in der Anzeige stand damals ein Haus um Dornröschenschlaf. Ähm, Dass es doch so sehr schläft, wussten wir nicht und vielleicht hätten wir es nicht gekauft, wenn wir die ganzen Details gewusst hätten, die wir jetzt wissen. Auf jeden Fall, ja, sind wir dabei, hier das Ganze zu sanieren und man macht eine Stelle auf und entdeckt eine neue Baustelle, die man sanieren muss oder reparieren muss. Aber es macht einen riesen Spaß, hier so ein Projekt quasi zu machen, neben der Arbeit auch mal was zum Anfassen und wo man auch ein Ergebnis am Ende des Tages sieht. Ähm, ja, und ich dachte in diesem ersten kleinen Filmchen, vielleicht kommen ja später noch mehr, wenn ihr Interesse habt, hier weiter zuzugucken, wie unser Projekt vorankommt. Zeige ich einfach mal kurz das Haus und was wir alles schon gemacht haben und was wir alles vorhaben, so ein paar Eindrücke. Genau, und wir fangen, denke ich mal, an, hier, weil wir gerade drin stehen, mit unserem Anbau und dem Fachwerk, was hier repariert werden muss. Okay, also ich stehe jetzt hier im Garten, der wunderschöne Garten. Das war auch ein Grund, warum wir uns das hier warum wir uns das Haus verliebt haben, weil mitten in der Stadt so ein Garten ist natürlich Gold wert. Ähm, genau, und das Haus ist von 1750 oder so, also relativ alt und wurde auch mehrfach umgebaut und das scheint hier der neueste Teil zu sein, dieser Anbau. Ähm, und Es war schon immer auffällig, dass der so ein bisschen ausbeulte nach außen. Ähm, und Es stellt sich halt raus, dass leider hier unten komplett die Holzschwelle, ja, weggegammelt ist. Das heißt, da war mal Holz, da stand dieser Ständer drauf. Jetzt steht er nicht mehr drauf. Und wir haben quasi jetzt im ersten Schritt die ganzen Steine, die in dem Gefache drin waren, rausgenommen, sodass man das Holz jetzt reparieren kann. Und warum ist dieser Holzständer kaputt? Vermutlich liegt er einfach zu tief, sodass das Wasser, was dann hier runtergetropft ist, halt immer gegen das Holz gespritzt hat, sodass das Holz halt mit der Zeit weggegammelt ist. Und zwar kann man das sehen, wenn man nach oben guckt, zur Regenrinne, kann man nämlich schön sehen jetzt, da oben ist ein wunderschönes Loch zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Und dort hat es wahrscheinlich die letzten, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 60 Jahre immer schön runtergetropft. Direkt hier unten und dann hier immer gegen gespritzt. Und somit ist das Holz weggegammelt. Und hier an der Seite kann man auch noch sehen, auch hier fehlt die Schwelle, die wurde wohl schon mal weggemauert. Also da ist dann jetzt so eine Mauer gebaut worden als Fundament. Und ganz schlimm ist hier links. Das hier, dieser Ständer ist auch eigentlich weggegammelt, weil da oben der Anschluss von der Regenrinne, sieht man das hier vom Nachbarschuppen, der ist halt nicht ganz so gut gemacht, beziehungsweise das Wasser staut sich hier immer an der Regenrinne und läuft dann nicht ab auf der anderen Seite vom Schuppen, sondern hier an der Hauswand runter. Und das hat er auch wahrscheinlich die letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre, 20, 30 Jahre gemacht und deswegen ist hier auch alles hinüber. Ja, und das versuchen wir jetzt zusammen mit natürlich Zimmerleuten zu reparieren. So, jetzt stehen wir hier an der Außenfassade nochmal, andere Ansicht, dass man mal sieht, was ich meinte. Und zwar, als ich meinte, dass die Wand hier so rauskommt, das sieht man jetzt, glaube ich, ganz gut, dass hier die Wand nicht gerade läuft, sondern halt so schräg nach außen. Vermutlich halt, weil die Schwelle weg ist und demnach das Haus hier unten keinen Halt hat. Einerseits und andererseits offenbar fehlen hier auch so Querbalken, die vielleicht aufgrund der Treppe, die hier mal gebaut wurde, rausgenommen wurden. Und dementsprechend, ja, ist das hier etwas rund. Und man kann das wohl, sagt der Zimmermann, auch wieder reindrücken. Und dann sollte das wieder alles sein, wie es mal war.
Wir werden sehen. Okay, dann machen wir die Tour weiter im Haus drin. Also ich komme jetzt hier vom Garten rein, vom Anbau, in den Hausflur. Dort hinten ist die Eingangstür zur Straße. Da wird also quasi später der Haupteingang auch sein, wo man hier reinkommen kann, um in unsere Wohnung zu kommen. Und es wird noch im Dachgeschoss eine Wohnung geben und auch eine kleine Ferienwohnung. Also quasi 2 Parteien mit einer Ferienwohnung oder Ferienzimmer eigentlich nur oder Gästezimmer. Genau, und wenn wir vorne mal gucken, das war eine ganz interessante Sache, die wir gleich am Anfang gefunden haben. Man sieht hier schön quasi wie früher die Wände hier gebaut wurden. Ne? Also man hat quasi einen Holzrahmen und dann dazwischen einfach die Äste oder ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber also quasi hier geflochtene Äste und dann mit Lehm ausgeputzt, obendrauf nochmal Lehm und dann gab es hier, wie man schon sieht, nach dem Lehm Kalk oder was oder Sand und dann Tapete und noch eine Tapete und hier ganz viele Lagen Tapeten, wahrscheinlich alle 10 Jahre mal und ganz oben drauf, das kann man glaube ich jetzt hier gar nicht mehr sehen, nee, ganz oben drauf war hier noch dann so eine Art Holzverschalung, also der ganze Flur, der war ungefähr, ich würde sagen, 30 cm schmaler mindestens, weil überall Holzvertäfelung dran war, um halt die ganzen Rohre zu verstecken und die ganzen Wände, die nicht mehr ganz so schön waren. Also sieht jetzt schon mal ganz anders aus als früher. Vielleicht finde ich ein Foto, dann blende ich das ins Video nochmal ein. Genau, und hier vorne ist die Unterverteilung, die werde ich in der Zukunft jetzt bald neu machen müssen. Also hier ist quasi der Strom. Die wird auf die linke Seite wandern, also von euch rechts gesehen die Seite wandern, weil hier ist sowieso der Vorsprung vom Haus, von der Fassade und dann denke ich mal, ist der Stromkasten hier besser angebracht als da drüben, wo er dann irgendwie im Weg stehen würde. Und genau, hier unten sind auch die Hausanschlüsse, sieht man jetzt vielleicht nicht so. Hier kommt Wasser rein, Gas, Strom leider auf der anderen Seite, aber das werde ich dann irgendwie versuchen hier drüber zu legen. Gas, mal gucken, ob wir das noch brauchen. Wir überlegen, ob wir uns eine Wärmepumpe anschaffen. Also nicht mehr mit Gas heizen, sondern mit Strom quasi, mit der Wärmepumpe. Da sind wir gerade am Angebote checken, da kann ich vielleicht im anderen Video was zu sagen, wenn euch das interessiert. Es ist auf jeden Fall sehr teuer immer noch, wobei es dieses Jahr eine neue Förderung gibt. Aber wie gesagt, da kann ich gerne was zu erzählen, wenn jemand interessiert ist. Wenn wir jetzt das einmal umdrehen, dann sehen wir dort geradezu die Treppe. Die Treppe, die geht dann hoch zur Dachgeschosswohnung. Hier ist ein Hof. Hier ist zurzeit noch die Tür zum Gästewohnung oder zu den Gästezimmern. Da ist eigentlich soweit alles schon ganz gut ausgebaut. Das haben die Vorbesitzer noch gemacht. Da sind überall schon Trockenbauwände, alles neu gemacht. Da lagert gerade unser ganzer Hausstand, wenn wir hier einziehen wollen. Die ganzen Möbel, die sind schon mal hier. Das kann ich auch mal irgendwann bei Gelegenheit zeigen, wenn es dann soweit ist. Und hier rechts wäre dann der Eingang quasi in unsere Wohnung oder die Hauptwohnung. Genau, und da können wir jetzt ja mal reingehen. Und zwar hier. Auf der Seite ist die ganze Heizung. Da kommt dann die neue Heizung hin, je nachdem, was es wird. Also Wärmepumpe oder Gas oder mal gucken. Vielleicht der Pufferspeicher, je nachdem, fürs Wasser. Und auf der anderen Seite sehen wir halt das, wo ich gerade am Anfang schon drin stand, der Anbau. Und dort kommt halt in Zukunft das große Bad rein. Das ist der Plan. Ja, und jetzt gehen wir hier, kommen vom Bad und von dem Heizungsraum, kommen wir jetzt hier in den, keine Ahnung, wie wir das nennen werden, in den Zwischenflur sozusagen, in unsere Wohnung. Hier vorne ist der alte Laden, hier war nämlich ein Ladengeschäft drin. Sieht man noch, hier ist ein Schaufenster, hier ist die große Ladentür und das wird wahrscheinlich so unser Arbeitszimmer oder irgendwie, keine Ahnung, mal gucken, irgendwas werden wir hier machen. Ich denke mal, ich habe auch schon überlegt, ob man nicht so eine Art, keine Ahnung, Fab-Lab will ich nicht sagen, aber irgendwie so einen so eine Art Hobbyraum
wo man irgendwie auch mal mit irgendwie Leuten sich treffen kann, was basteln kann, was bauen kann, was vielleicht zusammen irgendwie einen SpaceX-Raketenstart guckt oder Feinstaubsensoren baut oder keine Ahnung was. Irgendwie sowas in der Art. Genau, und dort drüben ist dann das Zimmer meiner Tochter. Das ist auch noch eine große Baustelle. Also hier wollen wir einmal einerseits das Fachwerk zumauern hier, das jetzt hier offen ist, sodass hier auch eine Wand ist. Dann muss hier eine Tür rein natürlich. Und dort hinten haben wir auch das gleiche Problem wie draußen. Da fehlt im Prinzip die Schwelle, weil die ist mittlerweile leider kein Holz mehr, sondern irgendwie zu Erde geworden. Zu Dünger. Also die Schwelle fehlt auch, die muss ja auch erneuert werden. Demnach mussten wir auch den Boden und den Estrich rausnehmen. Und das heißt, der ganze Fußboden muss natürlich neu. Ja, also hier ist noch sehr viel zu tun. Ja, dann gehen wir mal nach oben. So, jetzt kommen wir hier die Treppe hoch und sind hier quasi im Eingangsbereich von der Küche, mit meiner Küche. Ich gehe auch mal kurz rum zum Wohnzimmer. Moment. Genau. Das wird hier der Wohn- und Essbereich mit den Fenstern zur Straße, aber diesen Bereich, das erste OG, zeige ich euch mal gerne in einem anderen Video. Wir können mal gleich hochgehen ins Dachgeschoss, da gibt es nämlich viel mehr zu sehen, beziehungsweise da ist am meisten passiert. Ich meine, hier war, als wir eingezogen sind, auch eigentlich alles natürlich verputzt und tapeziert und wir haben jetzt hier erstmal alles freigelegt, um mal zu gucken, wo was gemacht werden muss, beziehungsweise ja, um auch vielleicht die Tapeten überhaupt abzukriegen. Die sind ja auch nicht mehr so schön gewesen. Und Fenster sollen ja auch neu. Und wenn wir Wärmepumpe machen sollten, Heizkörper natürlich auch. Aber dann gehen wir mal hoch. Genau, und hier war wirklich eine vollständige Wohnung drin. Also war quasi wahrscheinlich zuletzt noch irgendwie ziemlich lange bewohnt. Und hier wurde erstmal alles rausgerissen. Denn wir haben einfach festgestellt, als wir uns das hier alles mal angeguckt haben und die alten Baupläne bei der Behörde, dass das Dach, so wie es jetzt ist, leider nicht dem Zustand entspricht, wie es in den Plänen ist und auch nicht der Statik entspricht. Und deswegen haben wir hier gesagt, wir müssen mal alles rausreißen, gucken uns das an. Und siehe da, das Dach muss leider neu. Also das ist ein Projekt für dieses Jahr, wo wir hier gerade auch mit Angeboten und Zimmerleuten und Dachdeckern reden und auch Denkmalschutzamt, weil das Haus ist übrigens denkmalgeschützt, also die Außenfassade, um hier ein neues Dach zu bekommen. Genau. Und dann zeige ich euch mal, wo genau hier das Problem ist. Und zwar, hier sieht man es, hier ist noch alles in Ordnung. Und hier hört es dann auf. Also hier wurde eine Gaube reingebaut. Da fehlt irgendwie, ich glaube, heißt das Fette, also oder beziehungsweise dieser Balken wurde da abgesägt und ja, geht da nicht weiter. Und hier glaube ich auch. Also diese Gaube ist halt nicht genehmigt und auch das Problem in diesem Haus oder an diesem Dach sozusagen. Wenn wir das einmal umdrehen und auf die andere Seite gehen, dann sehen wir noch eine Gaube hier, die quasi ins Dach geschnitten wurde. Und auch hier kann man schön sehen, dass hier was fehlt. Was fehlt. Und hier fehlt auch was. Man hat zwar irgendwie diese Ständer oder dieses Ständerwerk eingebaut. Und dort auch auf der anderen Seite. Aber so wie das alles gemacht wurde, ist das offenbar nicht im Sinne der Statik. Deswegen wird hier alles neu gemacht. Komplett neuer Dachstuhl. Die alten Balken bleiben erhalten. Das ist der Plan. Genau. Und möglichst so viele wie möglich. Und dann wird das Dach neu aufgebaut. Bekommt dann anstatt einer großen Gaube hier 2 Einzelgauben. So will es nämlich auch quasi einmal das Denkmal, die Denkmalbehörde und aber auch die Ortsgestaltungssatzung hier auf der Altstadtinsel, dass Gauben immer als Einzelgauben ausgeführt werden müssen.
Genau. Was gibt es noch zu tun? Also, wir haben hier 2 Schornsteine. Einmal hier, einen alten. Der ist schon außer Betrieb, der hat nichts mehr zu tun. Den habe ich oben schon abgetragen auf dem Dachboden. Also hier oben über dem Dachboden ist der Schornstein schon weg. Und sobald wir hier weitermachen können, wird der auch hier abgetragen und den werde ich dann versuchen als Schacht, Versorgungsschacht für Strom und Wasser hier hoch in die Wohnung zu verwenden, weil der geht durch bis unten natürlich und dann werde ich da die Leitung reinziehen, das ist der Plan. Und einmal, wenn wir uns den Schornstein dort angucken, der ist doch, das ist der Schornstein, wo jetzt die Gastherme dranhängt, ist etwas schief. Ich hoffe, der überlebt den Umbau. Und wenn nicht, mal gucken. Mit Wärmepumpe brauchen wir ja eigentlich auch keinen Schornstein mehr. Aber eventuell wollen wir ja auch eines Tages einen Ofen haben. Mal schauen. Das ist noch nicht ganz entschieden, was wir damit machen. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Rundgang durch unser Haus irgendwie gefallen und ihr ja, habt damit habt eine halbe Stunde eurer Zeit, oder ich weiß gar nicht, wie lange das hier wird, gut verbracht. Wenn es euch irgendwie gefallen hat und ihr mehr wissen wollt, dann sagt Bescheid oder schreibt einen Kommentar. Dann machen wir noch ein paar Videos mehr. Vielleicht auch, ich denke mal, je nach Bauvorschritt, wenn das Dach dann kommt oder wie die Elektrik machen oder, weiß ich nicht, anfangen, irgendwelche Sachen aufzubauen, dann machen wir mal kleine Videos darüber. Ja, dann bis bald